Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und wir machen heute ein richtig hammermäßig leckeres Dessert. Ja, und für diesen Nachtisch geben wir jetzt Sahne in einen Pürierbehälter und schlagen Sahne. Natürlich nehmen wir dabei zur Hilfe ein bisschen Sahnesteif. Das Schöne an diesem Dessert ist, man kann fast nichts falsch machen. Es ist kinderleicht. Anschließend stellen wir jetzt die Sahne beiseite und kümmern uns um den Quark. Und den Quark geben wir in eine Schüssel. Aber zuvor vermischen wir den Vanillezucker mit dem Zucker. Der Quark und die Zuckermischung kommen in diese Schüssel rein. Und dann wird das Ganze gut durchgemixt. Und das Gute an meinem Mixgerät ist jetzt, dass die niedrigste Drehzahl so niedrig ist. Wie ich bei meinem Mixervergleich herausfinden konnte, ist die niedrigste Drehzahl nicht immer richtig niedrig bei anderen Rührgeräten. Und somit staubt jetzt hier der Puderzucker nicht am Anfang. Wenn man anfängt, das Ganze gut durchzumixen. Ist jetzt alles gut vermengt, kommt die Sahne hinzu und die rühren wir vorsichtig unter. Aber dieses Mal von Hand. Ja, und für die Menge, die wir hier haben, benötigen wir ca. 4 Behälter, die dann gleichmäßig befüllt werden. Und natürlich alles mal per Augenmaß abfüllen. Nicht so kleinlich sein oder irgendwie das Ganze abwiegen. Und wenn was in der Schüssel übrig bleibt, dann hat man ja schon mal was zum Schlecken. Und die 4 gefüllten Dessertgläser, die geben wir in den Kühlschrank und dort bleiben sie für mindestens 30 Minuten, wenn nicht noch länger. Sie sollten richtig gut runtergekühlt sein, damit wir nachher mit der heißen Schokolade keine Probleme bekommen. Aber jetzt wenden wir uns erstmal den Walnüssen zu. Die Handvoll Walnusskerne eigentlich, die machen wir klein. Eigentlich sollten sie schön gleichmäßig klein sein, damit es nachher richtig gut aussieht. Aus dem Grund habe ich jetzt hier keinen Mörser verwendet. Und gleich danach geht es an die Schokoladencreme. Für diese Creme nehme ich nochmal 150 ml Sahne und gebe die in einen Kochtopf. Gleich danach auch schon den Zucker und wir verrühren das Ganze, während wir das Ganze erhitzen. Und die Schokolade kommt auch gleich danach hinein. Man muss natürlich auch vorsichtig sein, das Ganze darf nicht zu heiß werden. Dann lassen wir die Schokolade erstmal abkühlen. Auf dem Weg zur richtigen Temperatur können wir schon mal Butter in eine Pfanne geben und erhitzen. Gleich danach geben wir die Walnusskerne hinzu und Zucker. Und wir kandieren das Ganze, sodass danach schöne kandierte Walnüsse entstehen. Und wir wären schon fast fertig. Jetzt holen wir die Dessertgläser wieder raus aus dem Kühlschrank und geben zuerst die noch flüssige Schokolade drauf. Und weiter gleich danach noch die heißen kandierten Walnüsse. Wir versuchen natürlich, das alles schön gleichmäßig zu verteilen. Noch die heißen Walnüsse drüber verteilen. Ja, und dann geben wir das Ganze wieder in den Kühlschrank, aber dieses Mal für 2 Stunden, weil das Ganze muss richtig runtergekühlt werden, damit die Schokolade noch ein bisschen fester wird und das Ganze etwas cremiger erscheint. Dann ist es nämlich soweit und jetzt schaut euch mal, wie cremig das Ganze wirkt. Und durch den Zucker und die ganzen Zutaten ist das natürlich auch richtig saulecker. Also ich würde vorschlagen, ihr probiert es einfach mal aus. Ja, und schreibt mir dann einfach, wie es geworden ist. Aber wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Mir hat es saumäßig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.